Noch 8 Spiele in der Saison, dann werden wir wissen, ob es für Europa gereicht hat. Nächstes Spiel heute hier beim VfB Stuttgart. Wir müssen Busio leider ersetzen. Dafür habe ich Guzman rein, unseren absoluten Mega-Star. Top-Youngster. Hier mit diesen giftgrünen Schuhen. Ja, bekannt geworden durch sein absolutes Traumtor. Ich glaube zu Hause gegen Hannover, wo er das Ding aus ca. 30 Metern reingemacht hat. Ja, der VfB ist 10. Die sind im gesicherten Mittelfeld, da wird nichts mehr passieren. Und wir müssen jetzt, obwohl wir 4 Punkte Vorsprung haben, nochmal ein bisschen Gas geben, die letzten Spiele, weil jetzt will ich auch ins internationale Geschäft. Also jetzt, wo ich kurz davor stehe, jetzt, wo die Saison eh bald vorbei ist, macht es auch überhaupt gar keinen Sinn mehr, zu sagen, oh, wir wollen maximal 8. werden und 9. So einer bin ich nicht. Also wenn ich jetzt die Chance schon habe, 6. zu werden, dann will ich es jetzt auch werden, mindestens. Alles darüber nehme ich natürlich auch gerne, aber 6. Platz, der soll es dann doch schon werden. Das würde dann die Conference League, glaube ich, bedeuten. Aber da haben wir noch ein paar heiße Spiele hier zu überstehen. Und davon ist zum Beispiel auch das heutige gegen den VfB. Olado, der packt schon mal zu. Vorne Glatzel. Der hat ja gegen den SC Freiburg endlich mal wieder getroffen. Nach so vielen Spielen ohne Tore. Vorne ist Leverkusen mit Gladbach und Dortmund. Die Bayern, weiß ich nicht, ob die da nochmal eingreifen, aber wird auch nochmal sehr, sehr interessant. Und ich habe mich dann halt auch jetzt hier erstmal wieder für Glatzel entschieden, nicht für Ragnar Ache, weil er hat erstens im Pokal hier getroffen, ist vielleicht ein gutes Omen. Ja, und zweitens kann er einfach auch Tore schießen. Er hat ja auch die Chancen, aber er verballert sie leider regelmäßig und das auch in guten Aussichten. Apropos gute Aussicht. Die Stuttgarter jetzt vorne. Mit Dekova Reed. Oh, auch natürlich viel zu einfach. Irgendwo ist dann der Abschluss, aber wir sind auch da. Verteidigung steht. Wieder Kempf oder Serda, glaube ich, dazwischen. Aber Vorsicht. Nächste Chance. Bisschen frühe Grätsche und Obig ist da zum ersten und zum zweiten verkauft. Und ein Abschuss für uns. Ja, war Obig auf dem Weg in die andere Ecke. Und dann dachte ich, der Rebound, der landet dann im Tor. Aber dann Gott sei Dank nicht. Zur Not stelle ich halt auf 4-3-3 um. Ich habe halt Guzman und der funktioniert so als 8. glaube ich nicht so gut, wenn überhaupt. Würde ich den als 10er dann spielen lassen, als Hängespitze. Aber wir gucken mal, vielleicht ergibt sich ja hier auch ein bisschen was für ihn, so aus der 8er Position raus. Und wir haben noch viel, viel Talent. Ich habe geguckt, wie wir Busio halt ersetzt bekommen. Vielleicht gab es da noch andere Möglichkeiten, aber wir haben auch viel, viel Talent noch auf der Bank. Wir haben ja gute Scouts losgeschickt. Die haben uns einige gute Spieler gescoutet, aber die brauchen halt noch. Die werde ich halt jetzt im Laufe der Saison nicht mehr eingesetzt bekommen. Aber in den nächsten Jahren, in den nächsten 3, 4 Saisons, da werden die, glaube ich, auch noch richtig gut. Die würden dem Verein dann auch noch richtig weiterhelfen. Aber jetzt müssen es halt die Leute richten, die auf dem Platz stehen und die auf der Bank sind. Die Stuttgarter versuchen, hinten rauszuspielen. Schade, Pressing klappt leider nicht. So wie gegen Freiburg, das war wirklich richtig gut. Also da haben wir den Freiburgern quasi gar keine richtige Chance gegeben hier. Heute sind wir diejenigen, die so ein bisschen hinterherlaufen. Auch wenn jetzt hier die Grätsche erfolgreich ist, dann gibt es aber leider einen Freistoß. Aber da haben wir die Freiburger auch vor viele Probleme gestellt und dann halt auch am Ende 3-1 gewonnen. Beziehungsweise 2-1. Jetzt vielleicht die Chance. Forbes, wenn er durchläuft, dann würde ich ihn mal lang versuchen zu schicken. Oder Glatzel, kommt er ran? Nee. Und Forbes kriegt dann halt auch leider den Rebound nicht. Also es ist so ein bisschen hartes Stückwerk, würde ich sagen. Viel zwischen den Strafräumen. Die Stuttgarter mit der ersten großen Chance und wir vielleicht jetzt mit der Führung, weil wir unsere erste richtig gute Chance haben. Nusa! Verkehrte Welt. Aber das ist halt auch eine unserer Stärken. Ich habe ja ein bisschen umgestellt. Vorne bleiben jetzt immer so 2, 3 Mann für ein schnelles Umschaltspiel. Und dann klappt das halt auch. Und Glatzel mit einem Assist. Ich war am Überlegen, ob ich selber machen soll. Dann habe ich gehofft, dass der Ball ankommt. Und dann habe ich gehofft, dass der Ball nicht mit 10 km/h über die Linie trudelt. Aber er war auf jeden Fall platziert. Und die Führung. Und ganz wichtig im Kampf um Platz 6. 8. Tor von Nusa. Und vielleicht geht ja auch dann noch nach oben, je nachdem, wie die anderen Mannschaften spielen, ein bisschen mehr. Vielleicht sogar Platz 5 für Europa League, Platz 4 Champions League. Müssen wir uns nach dem Spiel nochmal angucken. Olado, das Mittelfeld funktioniert jetzt ein bisschen
besser, obwohl Olado funktioniert eigentlich immer. Das war ein richtig, richtig guter Transfer. Der gewinnt viele, viele Zweikämpfe, aber auch Serda. Das ist meistens der erste Spieler, der dann im Pressing vorne anläuft. Und hinten kriegen wir dann natürlich auch nicht alles verteidigt. Aber das, was wir verteidigt bekommen, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Und ansonsten haben wir ja noch einen guten Keeper, der auch noch viel Potenzial hat. Also ihr seht hier in der Hertha-Mannschaft, da steckt wirklich sehr viel Entwicklungspotenzial. Um dann doch vielleicht irgendwann der Big City Club zu werden. Die sie ja, oder der sie ja gerne mal sein wollten. Aber das war mehr von Lars Windhorst in den Mund gelegt worden. So, aber sie kommt trotzdem. Brabeck, oh, das war nicht gut geklärt. Girassi, bisschen durcheinander. Urbich zum ersten und zum zweiten. Also die Stuttgarter sind da, weil wir sie auch einladen. Jetzt die Chance vorne schnell umzuschalten, aber es ist niemand da. Dann jetzt vielleicht so über Olado. Forbes ist da. Oben Guzman, wenn er durchläuft, kriegt er den. Sieht da Glatzel. Oh nee, das ist der falsche. Wenn der auf Glatzel durchkommt, hat er die Chance aufs 2-0 zu stellen. Auch das hier eine kleine Spielunterbrechung. Auch das nimmt den Spielfluss raus. Also wir führen glücklich, ja. Ich würde sagen schon verdient unter dem Strich. Wir haben halt, glaube ich, eine einzige Chance und das war halt dann die Führung. Und viel mehr haben wir noch nicht hinbekommen. Warum hat das Spiel jetzt automatisch auf Pause gedrückt? Weiß ich nicht. Jetzt ist auch eh Halbzeit. Hätte es ja gar nicht mehr gebraucht. Also die Führung, ein paar Pfiffe sind zu hören. Und so viel läuft halt bei uns vorne auch noch nicht. Ne? Wir haben immerhin 3 Schüsse, fast 70% Ballbesitz für Stuttgart. Ich würde jetzt trotzdem mal umstellen. Ich werde mal dieses 4-2-3-1 machen, aber mit Guzman als Zehner. Ragnar Ach und Jinma, wir haben ja noch ein bisschen was auf der Bank, so ist es ja nicht. Ich probiere das mal. Vielleicht haben wir heute mit der Formation ein bisschen mehr Glück. Das 4-3-3 war nicht so schlecht, aber irgendwie bis auf diesen einen Umschaltmoment, der dann halt geklappt hat, war halt auch nicht viel. Wir versuchen mal unser Glück. Mit der Formation vielleicht klappt es ja. Auf jeden Fall hat Musa schon mal ein bisschen Platz. Gegen 2, 3 Mann. Auch da steckt noch viel Entwicklungspotenzial drin. Auch ein sehr, sehr guter Mann. Und dann kann Guzman hier mal der Erste sein, der vorne anläuft. Ja, und das Ding gewinnt. Und Glatzel jetzt mit der Chance, wenn er schnell zum Abschluss kommt. Genau, so muss es gehen. Guzman vorne der Erste, der presst. Nimmt Glatzel dann direkt mit. Und Führig kommt jetzt rein, okay. Wenn du so einen auf der Bank lassen kannst, dann, ja, Respekt. So, Eckball Glatzel, das ist doch seine Position. Ja, schade. Der hat ja seine Stärken im Kopfball. Ist ja 1,97 oder was weiß ich groß. Und dann leider knapp vorbei. Knapp vorbei, aber gute Ecke. Und vorher natürlich das Pressing von Guzman, was, ja, sehr, sehr gut war. Die Stuttgarter müssen wieder abdrehen, wieder im Pressing. Ja, wieder die kleine Spielunterbrechung. Bringt auch wieder Zeit für uns. Somit kommen die Stuttgarter nicht in Spielfluss. Aber irgendeiner ist es da vorne immer der Press. Entweder ist es Guzman, Nusa, Glatzel. Aber dann muss auch gepresst werden, weil ansonsten haben wir hier halt auch solche Lücken. Das ist halt immer der Vorteil, beziehungsweise der Nachteil. Hier am 4-2-3-1, wenn die Stuttgarter das so spielen. Schöner Ball. Hat Barco nicht aufgepasst, aber klärt zur Ecke. Das ist jetzt eine Phase, die müssen wir überstehen. Ohne Gegentor natürlich. Jetzt werden die Stuttgarter, glaube ich, ein bisschen stärker. Urbich ist da. Ich sehe vorne Glatzel. Hält er den Ball? Ne, Forbes ist es. Schade, hat er nicht hingekriegt. Jetzt hätten wir eine gute Chance gehabt. Olado, oh, das ist ein guter Ball. Kämpft, grätscht vorbei, wieder Urbich. Der rettet uns hier ein ums andere Mal. Aber das brauchst du auch, so einen Keeper. In so einem Spiel brauchst du dann auch mal so einen Keeper, der dir so einen Ball hält. Und jetzt kommt Glatzel. Was für ein Ball von Guzman. Und Glatzel, das ist doch jetzt seine Chance. Glatzel! 2-0. Genau wieder zum richtigen Zeitpunkt. Wie in der ersten Hälfte, wo Stuttgart stärker wurde. Und eigentlich kurz vor der Führung war. Dann haben wir zugeschlagen und genau hier auch in Halbzeit 2 ein super Ball von Guzman. Genau im richtigen Moment. Und Glatzel macht's. Eiskalt, er kann's doch. Er hat zwar schon viele
Dinger verballert. Aber da bleibt er eiskalt vom Tor. Und das ist wichtig. Zum richtigen Zeitpunkt, genau wie in der ersten Halbzeit nach ungefähr einer Viertelstunde, halbe Stunde war es in der ersten Halbzeit. Jetzt eine Viertelstunde gespielt. Und wir machen weiter. Wir pressen. Vielleicht war das jetzt auch nochmal das Zeichen für den VfB, noch mehr zu riskieren. Heißt also für uns, wir kriegen noch mehr Möglichkeiten zu kontern. Vielleicht. Aber aufgepasst, Führig kommt. Super 1 gegen 1 Spieler. Gibt es den Vorteil. Schmidt gegen 2 Mann. Girassi. Ja, super Grätsche. Super Grätsche. Brabeck. Win damit. So spielen wir das raus. Sehr, sehr gut. Schön. Und wieder die Chance. Glatze läuft wieder durch. Und Guzman. Und jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Genau, das ist gut. Hinten befreit. Und jetzt haben wir den Ball. Jetzt können wir die Stuttgarter ein bisschen laufen lassen. Das 2-0 war echt sehr, sehr wichtig. So, Nusa wieder. Selbe Situation. Langer Ball. Diesmal abgefangen. Aber es bringt wieder für uns ein bisschen Zeit. Nusa kommt auch mit nach hinten. Grätscht vorbei. Und ist trotzdem wieder da. Sehr, sehr schön. So, Guzman. Vielleicht diesmal andersrum. Glatzel auf Guzman. Gegen 2, 3 Mann. Wir haben wieder Zeit. Spielen wir hinten rum. Nusa wieder schön durchgelaufen. Jetzt machen wir es hier ein bisschen sehr eng. Jetzt müssen wir raus hier kommen. Guzman, Serda, Olado und Forbes. Jetzt lassen wir so ein bisschen laufen. Die liegen 2-0 hinten. Mir reicht die 2-0-Führung hier. So, aber jetzt vielleicht nochmal ein Abschluss. Hier, Olado, jetzt, weißt du, jetzt wo ein Gegner vor mir ist, schieße ich. Vorher 10 Chancen gehabt, um den Ball vorher mal abzuschließen. So, aber ihr seht auch hier, der VfB, der kommt nicht mehr so leicht vorne durch. Also die müssen schon häufiger mal abdrehen. Serda ist dann da. Und es wird nicht abgepfiffen. Haben sie wahrscheinlich gepatcht oder geupdatet. Keine Ahnung, ey. Es wird jetzt, Stand jetzt in dem Spiel weniger gepfiffen, aber ich glaube nicht. Ist halt einfach so in dem Spiel, dass nicht so viel abgepfiffen wird. Deswegen ist das ja nicht gleich geupdatet worden. Brabeck. Und wieder Forbes. Also es ist auf jeden Fall dominanter. Mit diesem 4-2-3-1. Nächstes Spiel ist gegen Wolfsburg. Das dürfte das DFB-Pokalspiel sein. Wir haben jetzt hier erstmal Guzman. Der wird doch nicht schon wieder. Ich glaube, das müsste das DFB-Pokalspiel sein. Baku ist wieder da. Oh, jetzt pfeift das. Jetzt kann ich auch nochmal wechseln. Jetzt wird das aber nicht mehr viel bringen. Da hätte ich wahrscheinlich hier mit der zweiten 11 oder B11 spielen sollen. Aber das wird schon so klappen, hoffe ich irgendwie. Und Drese nochmal rein. Lassen kann nochmal auf die linke Seite. So, 4 neue Offensivkräfte. So, musst du auch erstmal nachlegen können als Aufsteiger. Das kann auch nicht jeder. So, Glatzel hat sein Tor gemacht. Hat auch die Vorlage. Nee, hat doch von Guzman die Vorlage bekommen. Und hat dann die Vorlage auf Nusa gegeben. Klar, in der ersten Halbzeit. Noch die 9 hier, die bringen sich direkt mit ein. Auch Lassme, der hat auch einen richtig wuchtigen Körper. Achtung, wir laden die Stuttgarter hier nochmal ein. Die Chance, aber Brabeck ist da. Auch super Transfer, super wichtiger Spieler. Oben Reza auf Lassme. Ja, leider zu kurz, schade. Aber das wird auch so reichen. Wir haben jetzt noch 2 Minuten mit Nachspielzeit. Es war besonders in der zweiten Halbzeit ein sehr, sehr guter Auftritt. Erste Halbzeit haben wir noch ein bisschen geschwommen. Aber besonders dann in Halbzeit 2, nachdem wir rumgestellt haben, hat das ein bisschen besser geklappt. Und haben dann durch Glatze hier uns den Sieg auch verdient. Und die Stuttgarter bleiben weiter im Mittelfeld. Wir bleiben auf jeden Fall Sechster. Wir behalten mindestens mal 4 Punkte Vorsprung. Im besten Fall sogar natürlich mehr. Achtung, Stuttgart kommt nochmal eine letzte Chance und dann war's das. Also wir gewinnen hier 2-0 beim VfB. War auch nicht unbedingt so zu erwarten, aber nach der guten Leistung in Freiburg bauen wir hier auf. Holen uns weitere wichtige 3 Punkte im Kampf um Europa. Die Conference League zunächst mal. Vielleicht wird es ja noch die Euroleague oder sogar die Champions League. Und jetzt geht's gegen Wolfsburg ums Finale zu Hause. Und wir haben, was die Torschüsse angeht, dann nochmal ein bisschen aufgeholt in der Halbzeit 2. Und es ist tatsächlich das Halbfinale. Da hätte ich natürlich die Mannschaft ein bisschen umstellen müssen, weil die wird jetzt natürlich ein bisschen platt sein. Gehe ich von aus. Maudi darf, Trainingsplan, ja, konzentriere dich auf Fußball. Anstatt nur über das Geld zu reden. So, und zwar, wenn ich mal auf die Mannschaft drauf gucke, da muss natürlich
nicht. Die Innenverteidigung vielleicht Kempf, Brabeck. Muss ich mal gucken. Linksverteidiger haben wir unseren Chilen. Könnte ich Veja einwechseln oder auch Hato, der kann auch Linksverteidiger. Aber die Innenverteidigung muss ich so lassen. Ich habe da sonst niemanden. Ich habe King, Hato, Clemens, der das machen könnte, Petit, aber die werde ich nicht einsetzen. Oder ich lasse beide eine Halbzeit spielen oder 60, 70 Minuten und dann gucke ich mal. Und spiele vielleicht gleich von der Anfang an mit 4-2-3-1, damit Guzman auch hier seine Qualität voll entfaltet bekommt. Gucken wir mal. Nein, ZOM klappt nicht. Rechtes zentrales Mittelfeld, linkes zentrales Mittelfeld. Da geht's weg, bei Guzman nicht, wenn ich den ein bisschen nach vorne schiebe. Ist hier Millimeterarbeit. So, jetzt vielleicht? Nee. Aber er kann ja ZOM. Naja, egal. Was soll's. Also, die Truppe wird es wahrscheinlich werden. Im 4-2-3-1 werde ich vor der Anfang an mal spielen. Und dann hoffen, dass wir gegen Wolfsburg ins Finale einziehen. Das ist ja Wahnsinn. Wenn wir sogar einen Titel holen in unserer ersten Saison, gab es schon das andere Spiel. Leverkusen-Leipzig. Oha. Beide haben wir schon bespielt. Gegen Leverkusen haben wir, nee, gegen Leipzig haben wir gewonnen. Last-Minute-Sieg. Leverkusen haben wir verloren. Jetzt gucken wir nochmal auf die Bundesliga-Tabelle und wir bleiben weiterhin mit 4 Punkten Vorsprung, 6. immerhin. Haben aber noch Tuchfühlung zu Platz 5 und Platz 4 definitiv. Weil die Bayern, die werden wohl auch dieses Jahr kein Meister. 7 Punkte Rückstand. Wobei, das wird noch ganz eng. Hier, da sehe ich die Bayern noch lange nicht raus. Hier sehe ich aber Schalke auf jeden Fall wieder auf dem Weg in Liga 2. Und dann haben wir von Platz 17 bis Platz 13. 12 kannst du auch noch mit reinnehmen. Das sind 6 Punkte. Also da können auch noch viele, viele Mannschaften absteigen. Deswegen hoffe ich, dass ihr bei den nächsten Parts mit dabei seid. Vor allem dann gegen Wolfsburg. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, wir ziehen ins Finale ein. Bis dann. Macht's gut. Bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.